Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Und ja, wie ihr bereits erkennen könnt, wir sind wieder etwas tiefer unter der Erde, nur ein, zwei Stockwerke, und befinden uns hier aktuell gerade in einem Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg, wo zum Teil bis zu 1000 Menschen Platz haben sollten, und den wollen wir uns jetzt einfach mal anschauen. Also bleibt dran. Also wir haben jetzt hier den Eingangsbereich, der jetzt wieder mit so einer Schleuse ausgestattet ist, wo man praktisch hier diesen Schleusenbereich hat, zwei Eingänge, die mit Drucktüren versehen sind. Und hier zweigt sich das jetzt ab. Wir haben jetzt einmal einen Gang nach links und einen nach geradeaus. Man sieht hier auch schon den Verfall richtig schön. Hier hat man noch einzelne Sitzbänke. Das zieht sich bis da hinten hin. Und vor allen Dingen noch die alte Schrift mit den Hinweisen, was zu tun ist. Und wir gehen jetzt mal hier in den Bereich weiter. Hier sind auch einzelne Kammern. Hier unten mit einer Heizung, Heizungsrohr. Hier sind Toiletten. Hier ist sogar ein Waschbereich, auch noch mit einer alten Flasche. Also der Bunker wurde nach dem Krieg dann auch mal nachgenutzt. Ich glaube, der war eine Zeit lang in den 50er Jahren auch für Obdachlose ein Platz, wo die sich praktisch aufhalten konnten, übernachten konnten. Ja, so wie es aussieht, hat man halt hier neben dem Hauptgang immer wieder so kleine Räumchen, die ähnlich angeordnet sind. Da oben ist noch ein Teil von der Beleuchtung. Hier ist zum Beispiel ein Waschbecken, zum Teil dann nochmal tapeziert worden im Nachgang. Hier auch zum Teil noch etwas größere Räume. Gab es hier auch einen Durchbruch auf der Seite. Und hier gegenüber auch. Hier sind so merkwürdige Kästen hier unten. Die waren wahrscheinlich mal irgendwie an der Wand angebracht. Hier, genau an den Plätzen. Da war eine Sicherung drin. Und hier war jetzt eine Steckdose. Hier konnte man auch noch irgendwie Strom ziehen. Die ganze alte Beleuchtung ist zum Teil schon zerstört. Aber der Verfall, der hat schon was. Hier auch wieder zum Teil diese Lacktapeten, die man verwendet hat, Lackfarben, wie die sich hier lösen von der Wand. Zum Teil tapeziert gewesen. Hier sieht man auch noch, das ist diese Farbe nämlich früher nicht drauf gewesen, sondern die hat man im Nachhinein drauf gemacht, weil hier liest man noch dieses Rauchen verboten. Also ist die grüne Farbe, die man hier sieht, später angebracht worden, genauso wie die Tapete, das ist eindeutig. Und hier oben hat man das Belüftungssystem, ne? Ist noch komplett verbaut. Ja, hier auch nochmal Ruhe halten. Papierkorb steht hier. Das geht da hier ein bisschen ab. Wow. Oh, hier kommen wir wahrscheinlich zu der Heizanlage. Das sind wahrscheinlich zwei Öfen hier, die
die man mit Kohle befeuern konnte, nehme ich an. Gehen wir hier direkt rein, das ist ein bisschen schlammig, so, hier kann man es sehen. Auch teilweise noch ältere Konserven, die hier unten liegen. Und ja, hier geht es zum separaten Eingang hoch. Müsste, glaube ich, drei Zugänge damals gehabt haben, wo man die Anlage betreten konnte. Hier sieht man auch, dass man diese Bänke höchstwahrscheinlich auch dann hochklappen konnte. Hier sieht man dann teilweise auch die Kabel, die hier schon durchschnitten wurden. Oh, hier gibt es wirklich sehr viele Gänge mit separaten Räumen. Hier ist wieder ein Bereich unter Wasser. Aha, da sieht er, glaube ich, die Lüfteranlage. Gucken wir mal, hier irgendwie durchkommen. Ja, das ist die Filteranlage hier. Das ist natürlich sehr interessant. Das sind auch alles noch sehr alte Geschichten hier rumliegen. Hier ist eine alte Milchkanne, sehe ich gerade. Auch krass. Und da steht Entleerungshahn, Luftkühler von der anderen Seite. Also mit Instruktionen, wie hier was bedient wurden. Oder sehr interessant, aber hier die alten Schaltanlagen mit den Knöpfen, das ist schon hier total verrostetes Regal drin. Da oben ist scheint wie so eine Art Notausstieg auch. Schon krass hier. Hier auch nochmal ein zweiter Bereich, wo zwei Heizöfen installiert gewesen sind, die hier für das Heizsystem verwendet wurden, für Warmwasser. Beschriftungen sind auch stark. Ein Kraftzähler, das habe ich auch noch nie gehört. Ein Kraftzähler, Kochplatten, aha. Hier ist die Sicherung, Betriebsschutz, Betriebsstromschutz, Kochplatten, aha. Jetzt auch diese alten Knöpfe hier. Richtige alte Sicherung. Hier sieht man auch wieder so alte Schuhe, hier ganz alte Konservendosen und zum Teil, ja, hier geht's weiter, alte Teller, Schüsseln und hier auch die Türen sind komplett durchgemoddert. Hier auch eine interessante Glasflasche. Oh, hier auch. Ach du grüne Neune. Hier auch richtig viele Flaschen. Boah. Ach du grüne Neune. Altes Bett komplett durch. Und ihr könnt das ja erkennen, diese alten Flaschen hier. Lederteile. Schuhe. Und hier zwei Betten, die komplett durch sind. Krass. Also diese Räume sind jetzt alle, liest man wieder die 58, also es geht noch weiter mit der Anzahl der Zimmer. Hier ganz alter Aschenbecher. Gut, hier wird auch noch Nachkriegszeit sein, aber hier auch Pfannen. Auch hier das Bett. Schauen wir komplett aus Holz. Auch alles Geschirr. Wahnsinn. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass hier
so noch zu sehen. Auch hier drüben. Man hat das einfach dicht gemacht und diese Sachen auch belassen. Immer wieder Schuhe. Und auch einiges an alten Flaschen. Sowas gibt es auch schon gar nicht mehr. In der Form. Ja, der Verfall ist wirklich richtig schön. Also das ist wirklich sowas, ist natürlicher Verfall in seiner reinsten Form. Ne? So sieht das normalerweise aus, wenn das nach Jahrzehnten sich langsam zersetzt, je nachdem wie das Klima halt ist. Ne? Das Holz ist natürlich als erstes weg, man sieht es auch an den Türen. Schuhe halten sehr lange, die Lederteile komischerweise auch. Ne? Flaschen, logisch, das hält auch ewig. Und das Metall, das ist auch so ein Stück weit schon weg. Die Emaille-Sachen, die halten auch lange. Ja, im Prinzip alles, was man so auf dem Boden noch sieht, waren mal irgendwelche Sachen, die sich zersetzt haben. Stark. So, jetzt sind wir hier wieder im Bad, in der Toilette. Hier oben bilden sich schon Sinderröhrchen, also ist auch krass. Hier hat man die Waschrinne. Da unten auch schon Kalkablagerung. Hier hat man mal, scheinbar kam hier das Wasser, ja hier oben sieht man das Wasser durch. Dann hat man früher hier einfach nur so eine Blechwanne hingestellt. Und das waren hier die Toiletten. Boah, die sind auch schon so richtig zerhämmert. Aber zusammengefallen einfach. Nicht kaputtgeschlagen, sondern einfach in sich zusammengefallen. Wahnsinn. Ja, jedes Zimmer wird irgendwie noch spektakulärer. Auch hier wieder eine Menge alte Flaschen. Da hinten irgendwie so eine Art Stuhl, Töpfe. Hier in der Mitte bildet sich ja auch wieder eine Kalkablagerung. Da oben die Sinderröhrchen. Auch hier Stalagmiten. Aber hier oben dann nur ein Sinderröhrchen, dann fallen die wahrscheinlich dann irgendwann in sich zusammen. Schaffen es nicht, da Stalaktiten zu bilden. Und hier sieht man noch so einen schwarzen Balken, der wird das Original sein. Vielleicht stand da auch noch irgendwie eine Anordnung. Hier hat man jetzt wieder eine Tür. Boah, krass. Hier muss auch ein Bett gestanden haben. Überall die Hinterlassenschaften. Also, so gesehen alter Müll, ne? Das ist wahrscheinlich wieder etwas jünger, aber auch nicht mehr so aktuell. Aha, das wäre dann der nächste Eingang gewesen. Also 3 Zugänge gab es hier. Schon diese alten Dosen und so weiter, die alten Konservendosen. Wahnsinn. Hier ist auch nochmal eine separate Toilette. Hier steht eine 76 drüber. Also wirklich sehr, sehr viele Räume. Obwohl letztendlich so wirklich der Bunkerwart oder Ordner so seinen Platz hatte, kann man nicht erkennen. Ja, hier sind auch schon so Sachen aufgestellt irgendwie. Von jemandem, der schon mal hier drin war, aber interessant. Man hat hier
Portemonnaie, da vorne auch ein kleines. Dann Nivea-Creme, das gab es auch schon seit Anno Tuck. Parfümfläschchen, so wie das aussieht. Eine alte Gaslampe, Gaslaterne. Oder Petroleum. Petroleumlampe müsste das sein, genau. Quatsch, Petroleumlampe. Hier sogar noch eine alte Cola, glaube ich. Die dürfte nicht so jung sein. Spiegel. Bild-Zeitung, 10 Pfennig. Von 1960. Auch das krass, ne? Hier noch ein Stück von einer alten Gabel. Fehlt schon Zinken. Ja, diese Räumchen, die sind jetzt ein bisschen leerer. Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt sind wir, glaube ich, im Kreis des Graffiti da vorne. Das ist auch das einzige, Gott sei Dank. Da merkt man wieder, wo man jetzt ist. Hier oben steht Männer. Für die Toilettenbeschriftung. Ich glaube, dann gehen wir nochmal in diesen einen Zwischengang da vorne. Wir sind jetzt praktisch einmal im Karree gegangen. Ja, hier in der 37 haben wir noch einen alten Tisch stehen. Eine alte Kommode höchstwahrscheinlich. Auch nochmal 1, 2 Flächen. Hier liegen auch zum Teil die ganzen Kabel, die sie hier rausgenommen haben. Aber die sind nicht abisoliert. Also keine Kabeldiebe oder sowas. Einfach nur abgemacht und reingelegt. Vielleicht wollte die mal irgendwann einer mitnehmen und hat es dann vergessen. Ja, ein Teil der Räume, wie gesagt, leer. Aber auch ein Teil der Räume noch mit alten Hinterlassenschaften. Also ich glaube, jetzt waren es irgendwo um die 70 Räume. Vielleicht sogar 80 Räume. Bin ich mir nicht sicher. Ich habe jetzt nicht überall eine Beschriftung gesehen. Hier sieht man sie wieder. Gut, die wird auch nachträglich wahrscheinlich dran gemacht worden sein. Auch hier sieht man nochmal durch das blaue Ruhehalten durchscheinen. Ganz alter Brief hier von 78, lese ich da ein Datum. Krass. Ja Leute, das war es jetzt im Prinzip mit diesem Video. Also das war schon wieder ein relativ großer Luftschutzbunker. Ich meine auch, dass das um die 1000 Personen hätte Schutz bieten können. Wenn werde ich die Details dann auch hier nochmal in dem Video einsetzen zu den einzelnen Sachen, die wir jetzt hier gefunden haben, wenn es da was zu berichten gibt. Und ja, es hat wieder eine Menge Spaß gemacht und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut!